Ein herzliches Willkommen zu Stories, the Path of Destinies, der Pfad der Schicksale. Und das ist ein Spiel für PlayStation 4. Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal ein Spiel für PlayStation 3, 2 oder sonstiges war. Jedenfalls gab es das im Dezember für PlayStation Plus Mitglieder umsonst und ich dachte mir, hey, check's das mal aus. Mein Bruder hat mich darauf hingewiesen, das wäre was für mich. Und ich habe kurz reingespielt und ich dachte, alles klar, das will ich definitiv weiterspielen. Das muss ich weiterspielen, weil es mich wirklich interessiert hat. Und ich würde sagen, wir springen auch direkt in ein neues Spiel. Ja, das ist voll in Ordnung, dass wir das dann löschen. Once upon a time, the infamous rover Reynardo plundered the floating isles. Then his mother called him to her deathbed. "Swear to me that you won't die on the gallows," she rasped. Reluctantly, he swore. And he whiled away his days at home with music, cards, and wine. But the Emperor had changed. He'd been good once, a shy, almost humble toad. He'd built universities. But then people started whispering about mass graves in the woods, midnight rituals, victims screaming. The Imperial Ravens would round up entire villages, and no one ever returned. The Ravens had come to Ubar scouting for ancient books said to be of great power. But the librarians had hidden the books, so they'd burnt the librarians. The citizens, outraged, had driven them off. The Ravens had come back with dropships. The kid had fled with one of those books. He was brave and dumb and wanted to join the rebellion. And Reynardo had promised his mother he'd protect him. Das ist die Hintergrundgeschichte zu dem Ganzen. Wir spielen Reynardo, einen ehemaligen Vagabunden, der in diesen düsteren Zeiten jetzt Babysitter spielen darf für einen kleinen Hasen, so wie es aussah, der ein wenig engstirnig sein kann bei Zeiten. Das werden wir allerdings auch gleich noch sehen. Und ja, wir müssen uns entscheiden. Tun wir Gutes, also halten wir an unserem neuen guten Pfad, wie wir es unserer Mutter versprochen haben, fest, oder werden wir in alte Regelmäßigkeiten zurückfallen und uns wieder der dunkleren Seite zuneigen. Wer weiß, wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt, nachdem wir diesen unheimlich tollen, langen Ladescreen. The kid was looking down, Danke. watching his city burn. "Sorry, kid," Reynardo told the kid. "Look, if we give them the book, they'll leave you alone." "My mother died for this book! I promised her I'd protect you." "Oh, damn it." The kid had run off. With the book, of course. So Reynardo had to run after him. Natürlich, das ist das Spiel. Wir sind Reynardo. Und ich muss ja nicht übersetzen, da unten ist ja die deutsche Übersetzung drin. Beschützt Peter, oder Peter. Den müssen wir beschützen, den Jungen, wie es genannt wird. Der Hase ist genauso groß wie wir. Aber hey, ich weiß nicht, ob das an dem Spieldesign liegt oder ob das wirklich so geplant war. Ja. Which probably was what was in their tiny brains. "Hey," Reynardo said. They cocked their heads at him. "Pick on someone as ugly as you." Wait, that didn't come out right. "For the Emperor!" The ravens cawed and rushed at him. Alles klar. So, die machen wir mal eben lang. Und hopp. Das ist relativ einfaches Gameplay. Und das, ja, wenn ein Gegner angegriffen will, kontern. Das Kontern kann andere Optionen unterbrechen, kein Problem. Ja, komm. Gekontert, gekontert. Das erinnert mich ein bisschen an wer die Batman-Spiele gespielt hat. Also Arkham Asylum und ähnliches. So ungefähr ist es von der Steuerung her. So fühlt es sich an. Das ist von der Grafik natürlich. Es hat seinen eigenen Charme und Stil. Schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich habe jetzt den Anfang ein bisschen gespielt. Ist auch schon wieder länger her, aber nur, dass ihr auf Stand seid. Okay, dann suchen wir uns den kleinen Peter mal wieder. Peter. Halten zum Greifen, loslassen zum Werfen. Jawohl. Tschüss. Das habe ich übrigens, als ich das erste Mal gespielt habe, irgendwie durchgehend gemacht. Einfach Raben genommen und boom. Oh, right. Ja. The Gate of Heroes.
someone's idea of a joke, making the skyship docks a gated community. You needed a hero's sword to open it. And the kid was on the other side of the gate. Who let you through? Promise me you'll take the book to the rebels, or I'm gonna steal your ship. I'm not taking the damn book anywhere, and neither are you. Try and stop me, laughed the kid. I bet you don't even have a hero sword. And with that, the kid hopped away. Had to hand it to the kid. He was an idiot, but he had guts. Where was Reynardo going to get a hero sword? Ja, wo nur? Mensch. Welchen Zufall. Or and wind essence? That sounds about right. I'll need a workshop though. Mensch. Perfect. Schwerter. Ein Heldenschwert. Schwerter schmieden. Dies ist das Schwertschmiedemenü. Hier kannst du mächtige Zauberschwerter schmieden und aufrüsten. Sammle aus den Kisten, die du in ganz Boreas, so heißt die Welt, findest, die nötigen Materialien. Ja, habe ich alles. Nächste Stufe, Level 1, sieht hammermäßig aus. Und aufrüsten. QED. Yay. Okay. Haben wir das getan. Wir haben jetzt ein Heldenschwert, womit wir da oben durch das Tor kommen. Gott sei Dank. Das kann ich nicht mitnehmen, ne? Schade eigentlich, hier liegt so viel Zeug rum. The kid's mum had been a swell cook and she'd laughed at Reynardo's jokes when he didn't know he'd made one. And then the ravens had come to burn her. And she'd made him promise to protect the kid. But she never told him where the book was. Just the kid. Natürlich, also, wie gesagt, ich werde es nicht übersetzen, die Übersetzung steht unten. Ich mag das Voice Acting, also die Art, diese Geschichte zu erzählen, unheimlich gerne. Deswegen bin ich da mal ein bisschen leise und höre zu. Und wir haben das Tor geöffnet und weiter geht's. So, bis hierhin habe ich übrigens gespielt. Also, ab jetzt ist alles auch für mich Neuland in diesem Spiel, Gott sei Dank. Ich bin mal gespannt, ich weiß nicht, wie lang das Spiel ist. Aber mal schauen, so 1, 2 Folgen werden wir hier bestimmt rauskommen. Kann ich hier irgendwas machen? Nö, sehr schön. He came up to a ledge. It was too far to jump. There'd been a bridge here before, hadn't there? And there was Peter, giggling at him. How'd you get across? He asked the kid. Where'd you find a hook? I hopped, said the kid. Wise-ass kid. Hey, look out behind you. Cute, said Reynardo. Ravens. Natürlich, Ravens. Komm her. Ja, ich glaube, das kommt dann vergessen. Aber ey. Ich muss echt aufpassen. To talk some sense into the kid. Just hook his way across the ledge and chase the kid down. Thing was, he hadn't used his hook since he'd retired. How had he done it? Maybe if he meditated at that altar there. He'd remember his old skills. Alles klar, jetzt habe ich einen Altar. Benutzen Fähigkeiten. Wenn du ein Level weiterkommst, dann erhältst du auch einen Fertigkeitspunkt. Du kannst dich an Altären von Boreas ausgeben, um neue Fähigkeiten freizuschalten oder die vorhandenen zu verbessern. Es gibt 4 Fähigkeitsstufen. Je mehr Wahrheiten du aufdeckst, desto mehr Stufen schaltest du frei. Okay, hier findest du die Beschreibung für jede Fähigkeit und die Erfordernisse für die Freischaltung. Du kannst Fertigkeitspunkte ausgeben, kauf dir die Hakenschussfähigkeit. Hakenschuss. Benutze den Hakenschuss, um dich über Abgründe zu schwingen und Feinde heranzuziehen. Drücke Dreieck zum Benutzen. Starting to come back to him. Something you never completely forgot. Like how to freeze time when attacking. The more he fought, the more he'd probably remember. Okay. Das ist doch nett. Hui. 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 Da kann ich mich dran gewöhnen. And there was the Farfarer. She was the fastest ship he'd ever known. She could do the Kestra run in 12 furlongs. Well, so the salesman had told him. And something told him the kid was about to walk into an ambush. Uh-oh. Stop! He shouted. I'm not giving you the book! Shouted the kid, and took off. No! Peter! Nein. The kid ran for it. And a goggler nailed him with its eye beam. Oh. Ich dachte, ich könnte mir ranziehen mit dem Haken. Deswegen hatte ich ihn... Na gut, dass er mich erwischt, war natürlich doof. Ich hätte auch einfach um ihn rumlaufen können, glaube ich. Verdammt! The book was unburned.
Next to it were the buckles from the kid's shoes, and a kid-sized pile of ashes. Damn it. Why hadn't he lied and told the kid he'd take the book to the rebels? The kid would be alive now. Really pissed off and betrayed, but alive. Oh, damn it. Reynardo picked up the book. He couldn't let the Empire have it now. He was going to have to get it out of there. He'd be a wanted man. Probably have to join the rebellion just to have a place to dock. Well, he'd hated home life anyway. Ach man, Peter. Warum tust du so? Gesundheit, das ist sehr schön. Ich wusste gar nicht, dass ich die Dinger kaputt machen kann. Aber hey, wenn wir mal Gesundheit mitnehmen. Da haben wir also den tragischen Hintergrund für unseren Helden. Was ist das? Erz. Das ist gut. Da kann ich irgendwann mal mein Schwert mit weiterbauen, hoffe ich. Oder weiter verbessern. Ja. Und yippie. Okay. Peter ist tot. Wir haben das Buch und gehen jetzt auf das Schiff. What was the big deal about this book anyway? Maybe he should open it and find out. Ja, das war eine Idee. All that had been years ago. How many? The war was a blur. And now 3 Raven scout ships were chasing him. "Where are you running, rebel?" cawed the Raven captain over the loud hailer. Reynardo could see them cranking up their catapults. "Just going out for milk?" Reynardo yelled back. "Where can you run?" laughed the Raven horribly. Far behind him, another city was burning. The dark cloud above its island was thousands of Imperial ships. The fleet was doing a thorough job. "Take us to the rebel base! I will spare your life!" it called. The entire jury-rigged rebel fleet was only a few islands to the east. Beyond that were only the pillars of heaven, a sea of endless blood-colored tornadoes. The rebellion was out of time, unless Reynardo could bring a game-changer. Maybe he could. Reynardo had found out where he could find the pieces of the Sky Ripper, the legendary weapon that had exiled the lost gods. Surely a legendary weapon could win the final battle. On the other hand, his old friend Lapino had sent Reynardo a desperate message saying he had a brilliant scheme to save the rebellion. If Reynardo could only rescue him. Reynardo dived the Farfarer towards the abyss. As he felt the heat of the jet stream, the Raven ships peeled off, not stable enough to follow him down there. Now it was time to choose. Lapino or the Sky Ripper. Oh Gott, und ich muss natürlich wählen. Man kann nie man kann keine neuen alten Freunde gewinnen. Die Rebellion war in Gefahr und Reynardo musste eine Lösung finden. Auch wenn Lapino nun wirklich nicht als Lösung betrachtet werden konnte, manchmal hatte er doch ein paar verrückte Ideen. Vielleicht sollte er ihn retten. Ein uraltes Artefakt, das die verlorenen Götter besiegt hatte, könnte das Spiel für ihn entscheiden. Doch es war vor vielen Jahren in 2 Teile zerbrochen. Reynardo könnte es wieder zusammensetzen, wenn er nur zunächst das Gehäuse an sich bringen könnte. Okay, also. Waffe oder den alten bekloppten Hasen? Ich favorisiere ja irgendwie den alten bekloppten Hasen. Und den Zeitsprung, den wir jetzt gemacht haben, das war vor 3 Jahren und auf einmal ist die Rebellion quasi kurz vorm Scheitern. Okay, kann man so machen. Ich bin mal gespannt, ob wir da noch für diese Zwischenzeit noch ein bisschen mehr erfahren. Wir holen auf jeden Fall Lapino. Ah, Lapino. Apparently the mad rabbit had sold a Pegasus that he did not exactly own. Lapino always wiggled out of trouble given time, but he was out of time. The Ravens had figured out that Lapino was a rebel spy. If the fleet reached him first, they'd string him up for that. Never mind the winged horse. Okay, Freunde, muss man sich warm halten, deswegen holen wir uns den jetzt auch direkt mal zurück. Den kleinen Lapino. Gucken, was der bekloppte Hase so vorhat. Und ja, bin gespannt, was wir noch für Entscheidungen treffen müssen. Es hat ja alles Auswirkungen natürlich aufs Ende der Story. Ich weiß nicht, ob es verschiedene Enden gibt. Da bin ich irgendwie nicht auf Stand. Ich weiß nur, dass Lapino had apparently managed to confuse the judge by arguing that he hadn't actually stolen a winged horse. He'd only sold it. But wait, where was the prison? The village was empty. Had everybody fled the Ravens? Wer weiß.
Öffne die Kiste. Rette Lapino. Ich krieg ganz viel Erz. Das ist okay. Kann ich hier noch irgendwas? Ja. Genau. Musste einfach irgendwas kaputt machen. Aber auch mit dem Hintergrund, dass ich halt mein Schwert dann auch noch weiter aufnehme. Und Werkbank. Schwerter. Erz. 30 Erz. Oh Gott. Klinge der ich kann noch mehr machen. Cool. Winterdorn, Klinge der Leere. Steige die Bewegungsangriffsgeschwindigkeit. Und was sind Juwelen? Dies ist das Juwelenfassungsmenü. Hier kannst du mächtige Juwelen ausrüsten, die sowohl deine Angriffs- als auch deine Verteidigungsfähigkeit verbessern. Jeder davon den Juwelen zu sehen. Okay. Jedes Juwel hat 3 Level und seine Wirksamkeit wächst mit jedem Level. Findest du ein Juwel, das du bereits hast, wird das Level des Juwels erhöht. Findest die Juwelen in den Kisten, die in ganz Boreas verteilt sind. Wenn du Glück hast. Okay, ich habe noch kein Juwel. Deswegen wurde mich wahrscheinlich noch nicht auf dieses Menü aufmerksam gemacht. Das ist aber in Ordnung. Dann suchen wir jetzt... Ich habe den Namen von ihm schon wieder vergessen. Den bekloppten Hasen. Okay. Und anscheinend ist das Dorf verlassen. Wo genau werde ich jetzt hingebracht? Kann ich hier runterspringen? Nee, ne? Kann ich das Ding steuern? Nee, das wäre ja noch schöner. Da sehe ich doch schon wieder ganz viele Raben-Augen-Dinger. The Ravens had taken the town. Reynardo had seen villages emptied like this. All the people taken away to be sacrificed in the Emperor's secret rituals. Reynardo hoped the people were just hiding. Das hoffe ich irgendwie auch. Der Imperator, die Imperatorkröte, die geht mir jetzt schon auf den Keks, muss ich ja sagen. Was haben wir denn hier? Firewalls only let you through if they think you're hot enough. Falsches Schwert. Okay, da brauche ich das andere Schwert für das Feuerschwert, das ich gerade noch nicht habe. Hab ich hier durch? Nee, ne? Schade. Hier geht's weiter. Okay. Alles kaputt hauen. Alter, ich habe keinen Fertigkeitspunkt. Das ist total toll. Hui. Was kann ich hier durch? Brauche ich hier das Heldenschwert? Yay, hier komme ich durch. Das freut mich. Ich gehe trotzdem jetzt in die andere Richtung. Mir hier ein bisschen umgucken. Falls ich hier überhaupt irgendwas machen kann, außer die Truhe öffnen. Natürlich. Yippie! Erz und noch einmal Windextrakt. Hier sind die Hasen anscheinend gerade erst geflüchtet. Da liegt sogar noch das Essen auf dem Tisch. Naja. Yippie! Und Attacke. Hopp, hopp. Oh, jetzt wird's voll hier. Das heißt, ich muss mich darauf konzentrieren, auch wirklich zu kontern. Ja, das war gut. Das war auch gut. Nein, du kommst her. Jawoll. Ravens were landing everywhere. Das war schön. The advance guard. He'd better get moving. If they got to Lapino first, they'd eat him for breakfast. Ich komme natürlich nicht zurück. A snack. Ravens weren't picky. If they got hungry, they sometimes forgot to interrogate their prisoners. Even top spies like Lapino. Where had the mad rabbit got to? Lapino, wo bist du nur hin? Immer noch Erz. Gesundheit brauche ich nicht. Das war ein perfekter Kampf. Gucken, ob wir da noch ein paar mehr. Was war das denn gerade für ein Frame-Huckler? You shouldn't have. Okay. 19 Erz habe ich. 20 brauche ich, um mein Schwert aufzuwerten. Also das Heldenschwert, was ich gerade habe. Ich weiß auch nicht, ob ich das machen soll oder ob ich auf eins der anderen Schwerter, sparen soll. Da hinten ist eine Kiste, da will ich jetzt hin. Also Gesundheit kriege ich gerade en masse, auch wenn ich sie eigentlich nicht brauche, weil ich kämpfe ja zwischendurch nicht. Egal, also hopp. Oh ja, ganz viel Erz. 26, wie gesagt, jetzt könnte ich mein Heldenschwert aufwerten an der nächsten Werkbank. Habe ich aber gerade nicht vor. Erstmal nicht. Auch wenn ich mich dann dadurch, glaube ich, selber heilen könnte. Ne? Reynardo felt like he was ready to learn new things. Thank goodness he didn't have to go to school for that. Ein übernatürliches Stürzen. Okay.
was starting to come back to him. Something you never completely forgot, like how to freeze time when attacking. The more he fought, the more he'd probably remember. Oh, was gibt's hier? Danke. Na, das Erz nehme ich auch mit. Cool. Das verbraucht zwar meine Ausdauer, die regeneriert sich ja relativ schnell. Na, wo bleiben die Raben? Ich wusste es doch. Komm mal her hier. Sehr. Ende. Okay, die machen wir locker platt. Wir können hier nämlich schön hin und her hauen. Ohne, dass die uns treffen, hoffentlich. Wie gesagt, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, ist das Kampfsystem super. Der zweite perfekte Kampf, das freut mich, damit ich gleich das nächste Level habe. Kann ich irgendwas machen? Nein, ne? Schade. Gucken, gibt es hier auf der Pläne noch irgendwas? Sieht nicht danach aus. Gut, dann würde ich sagen, drücke ich mal im Start, war es das mit der ersten Episode von Stories, The Path of Destinies. Sagt mir, wie es euch gefällt. Ich werde definitiv noch weiter aufnehmen. Und wir schauen, wie sich die Story um Reynardo und Lapino, den wir jetzt retten sollen, noch gestaltet und wie sich das Ganze entwickelt. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Tschüss.